Hallo, willkommen zurück. Ich habe gerade den Stream beendet, weil ich keinen Bock mehr hatte. Und dann habe ich noch geangelt und so. Habe dafür gesorgt, dass ich hier wieder aufgestockt bin. Und dann hatte ich plötzlich doch Bock. Es ist so weird gewesen. Ich habe jetzt schon einmal den Mudot besiegt und habe das Schwert hier bekommen. Das war mein erster Versuch, seitdem ich den Stream beendet habe. Also, I don't know. Ich mache jetzt noch ein paar Versuche. So viel wie ich Bock habe halt. Und ja, gucken wir mal, was passiert. Das ist weird. So. Den Try. Keine Ahnung, vielleicht lade ich das ins Wort hoch oder so. So. Das Auge haben wir. Das Auge haben wir auch. Und jetzt... Ah, jetzt haben wir alle Augen. So, jetzt möchte ich ein bisschen fliehen. Ah, das ist nicht gut. Mir geht's gar nicht gut. Fuck, das ist mein Untergang. Dass ich noch lebe. Oh, dass ich noch lebe. Dass ich noch lebe. Ich dürfte nicht mehr leben. Ah. Ich dürfte wirklich nicht mehr leben. Ah. Nice. On Stream, 3 Minuten. Das war mein zweiter Try hintereinander. Nice. Das ist doch jetzt ein Joke. Ich habe 2 Tries hintereinander den Moonot geschafft, ja. Und zwar den ersten, nachdem ich den Stream beendet habe, und den zweiten direkt, nachdem ich den Stream wieder gestartet habe. Und beim ersten Try habe ich das eine Item bekommen, was ich gebraucht habe. Und beim zweiten Try habe ich das zweite Item bekommen, was ich gebraucht habe. Das ist nicht wahr. Das ist nie im Leben wahr. Das kann nicht wahr sein. What the f... Das ist so weird. Meine Leertaste ging gerade nicht. Das war auch weird. Das ist so komisch. Ich zitter noch. Boah. Ich zitter. Hilfe. So, bei Mounts. Habe ich den Stern schon mal? Ja, den habe ich schon mal. Habe ich den Tentakel? Ja. Gut, können direkt weg. Habe ich schon einen Moonot? Ach, den habe ich da jedes Mal hingetan. Ja, ja, okay, hier. So. Bei Waffen 4 kann das beste Jojo überhaupt hin. Das Jojo ist so gut. Macht so viel Schaden, what the fuck? Ja.
Es ist ein bisschen weird, jetzt gerade das zu machen. Aber ich kann den Zenith craften. Das ist so weird. Ich bin darauf irgendwie nicht vorbereitet. Zenith. Das ist so cool, das Schwert. Wie nice. Ach Leute, ich habe keine Wasserflaschen mehr hier drin. Deswegen kann ich hier gerade nichts craften. Ah. Hey, wie cool. Ich hab Zenith einfach. Nice. So. Ich bin fertig mit dem Projekt. Das war jetzt so spontan. Hä? Es ist so spontan gewesen. 100% da. Ich habe alle Errungenschaften, auch die neuen. Das ist so spontan jetzt gewesen. Alter, das ist komisch. Ich streame seit 6 Minuten. Okay. Ich kann ja noch ein bisschen über das Projekt reden. Auch wenn, glaube ich, gerade keiner da ist. Egal. Ja. Die Welt war sehr komisch. Ich kann mich erinnern, dass das Seed richtig weird war. Also zum Beispiel ein Dungeon, was fast bis zur Hölle geht. Voll nicer Blocker für alle für alle Dinge, die sich spreaden. Ich habe diesmal sehr viele Sachen gemacht, die ich sonst nie gemacht habe, weil ich zu faul war. Wie zum Beispiel hier das Crimson eindämmen. Überall. Dass ich hier diese Tunnel bis zum Boden gegraben habe. So viele, so große. Um das Crimson einzudämmen. Dafür bin ich normalerweise zu faul gewesen. Dann, wenn ich so rückblicke auf das Projekt, wie viele Spielstunden habe ich? Folge, ich habe alle, ne? Habe ich beim Bestiary habe ich alles? Ich hab nicht beim Bestiary alles, oder? 90% nur. Ja, beim Bestiary würde mir theoretisch noch was fehlen. Ich wüsste nicht was, weil ich jeden Content gemacht habe. 26, das hört sich an wie so Schleimsorten auch. 26 ist sehr early. Ja, keine Ahnung. Das könnte halt alles mögliche sein. Das Bestiary füllen wäre mir jetzt ein bisschen zu viel Arbeit. Vor allem, wenn das so Gegner sind, die richtig selten spawnen. Ansonsten habe ich jeden Content gemacht, jeden Boss besiegt, alle Achievements geholt mit diesem Charakter. Ein paar Achievements hatte ich vorher schon. Deswegen habe ich nicht alle mit diesem Charakter geholt, aber ich habe den Content, aber theoretisch hätte ich das damit auch holen müssen, glaube ich. Ich habe die 200 Angler-Quests gemacht. Ich habe alles gemacht. Was mir gefallen hat an der Welt war, ich habe sehr viel Hübsches gebaut. Hier. Das war das erste, was ich hübsch gebaut habe, in Anführungszeichen, glaube ich. Dass ich meine Farm als so Glasdom gemacht habe, als Gewächshaus. Das sieht ganz hübsch aus. Dieses Schloss finde ich natürlich ultra geil. Also ich finde, da habe ich mich selber übertroffen. Dass ich irgendwo die falsche Dachfarbe benutzt habe, fällt hoffentlich keinem auf. Auf der Map fällt das keinem auf. Und dass ich keine Innendekoration gemacht habe, ist halt sehr sad. Und dass ich hier ein bisschen fauler war. Ich hätte mehr reinmachen müssen für mehr Relikte. Ansonsten, meine Anglerplätze haben mir gefallen. Also der Anglerplatz hat mir gefallen. Die anderen waren richtig wack eigentlich, je mehr ich drüber nachdenke. Aber ich habe als Summoner gar nicht so viele Anglerplätze gebraucht.
wenn man Solo spielt und wenn man Summoner spielt, fallen ein paar Tränke weg, die man sich normalerweise holen würde, wie zum Beispiel ein Crit-Trank. Ja. Die Wall of Flash war eine Katastrophe. Die Mech-Bosse waren auch eine Katastrophe. Pantera ging, glaube ich, soweit ich mich richtig erinnere. Golem war schlimmer als jemals in meinem Leben. Die eine Frau, hier diese Fee, ich habe vergessen, wie die Fee heißt, der neue Boss, der war schrecklich, also der war wirklich schlimm. Den habe ich so oft versucht. Und der Moonrot war schlimm, also der Moonrot war auch schrecklich. Da habe ich auch öfters überlegt aufzugeben und das war das Einzige, was ich theoretisch gecheatet habe. Ich habe mir falls ihr das nicht mitbekommen habt, ich habe die Moonrot Summon Items mir gecheatet. Also nicht irgendwas Gameplay-technisches, sondern einfach, es hat mich so sehr abgefuckt, dass, wenn ich den Moonrot versuchen will, habe ich 3-4 Versuche und dann muss ich das Solar Eclipse Event machen. Und das dauert eine Stunde oder 2. Jedes Mal. Und das ist so nervig, das Event. Und dass ich das jedes Mal machen muss, um den Moonrot 3-4 Mal zu versuchen, war halt so eklig, dass ich das nicht machen konnte. Deswegen habe ich mir die Summon-Items geholt. Aber sonst clean. Alles clean. Ich habe ein paar AFK-Farms probiert. Hier habe ich Pumpkin Moon gefarmt und die ganzen regularen Events, also Solar Eclipse zum Beispiel, glaube ich, kann man da drin auch farmen. Bin mir aber gerade nicht sicher. Auf jeden Fall Pumpkin Moon habe ich da drin gefarmt. Lief ganz gut. Nicht perfekt. Hallo Shaxo. Ich habe gerade das letzte Achievement geholt. Du bekommst genau zur richtigen Zeit. Ich habe spontan einfach 2 Mal hintereinander den Moonrot besiegt und genau die Items gedroppt, die ich gebraucht habe. Beide Male. Ich schaue gerade zurück, so die Zeit zurück. Ich habe dieses Projekt fast ein ganzes Jahr gehabt. Any Askers? Okay. Okay, sorry. Ja, die AFK-Farm war sehr interessant. Hat nicht so gut geklappt, wie ich dachte. Dieses Hotel hat mich genervt, dass ich da nichts Vernünftiges gebaut habe, aber naja, was soll man machen? Was war noch? Diese Farm war so bad. Die war so schrecklich. Die war so schlimm, einfach nur weil man da so schwer reinkam. Also es war so schwer da reinzukommen. Und das hat sie so schrecklich gemacht. So, die sind mir zu laut. Das war nice, die Farm, für den Wurm. Hier fand ich das richtig sad, dass hier... So. Hier fand ich das richtig sad, dass das Crimson hier rübergegangen ist. Ich hatte jetzt keine Wüstenfarm. Ab dem Hard Mode. Das fand ich sehr sad. Dschungel war ganz nice. Im Dschungel hatte ich, glaube ich, nichts auszusetzen die ganze Zeit. Ich bin relativ oft gestorben, aber keine Ahnung, ist normal. Im Hard Mode Dschungel Master Mode mit Summoner. Hier habe ich auch eine AFK-Farm gefunden für den Nautilus. Das war nice. Die Nautilus AFK-Farm ist richtig gut. Die kann auch theoretisch jede Klasse. Und die ist wirklich nice. Dass ich die gefunden habe, finde ich nice. Dass ich da auch selber drauf gekommen bin. Doch, ich hatte doch eine Wüstenfarm, stimmt. Stimmt, ich hatte doch eine Wüstenfarm. Die habe ich versucht zu schützen. Das Dungeon-Layout war weird. Das war sehr weird. Und das habe ich gar nicht gebraucht. Ich hätte das Dungeon die ganze Zeit skippen können, das war so weird. Dass ich das Dungeon nicht gebraucht habe. Ich habe das zu keinem Zeitpunkt gebraucht. Ich habe da nie eine Waffe draus gebraucht, nie irgendwas. Für ein paar Crafting-Materialien habe ich mal ab und zu daraus gebraucht. Aber dann habe ich die hier oben einfach AFK gefarmt. Also, das Dungeon habe ich nie gebraucht irgendwie. Das ist so komisch. Als Summoner ist das Ding auch eh useless, ja. Genauso wie, ich habe gerade noch gesagt, dass der Angelplatz hier, da war ja gar nicht, da waren ja nur drei Biome, ne? Dann hatte ich noch öfters mal hier geangelt im Hello und das war's. Ich habe irgendwie viel weniger Angelplätze gebraucht, weil ich weniger Tränke gebraucht habe. Den Crit-Trank habe ich zum Beispiel nicht gebraucht, weil ich nicht kritte. Und ich musste aktiv weniger Tränke benutzen, weil wenn ich zu viele Tränke habe, werden einfach meine Summons gelöscht. Und heute, earlier im Stream, das ist das zweite Mal, dass ich streame übrigens,
im ersten Stream ein bisschen earlier. Ich habe ja schon öfters gesagt, dass meine Summons deleted wurden, weil ich zu viele Effekte hatte. Es ist einfach beim Mount deleted worden. Wie ist das passiert? Mein Mount ist einfach deleted worden, weil ich zu viele Effekte hatte. Das war echt komisch. Ja, das war richtig weird. Ich wurde einfach vom Mount gekickt. Ich bin einfach runtergefallen. So, von der Challenge her. Only irgendeine Klasse ist immer komisch. Aber Only Summoner ist mit Abstand das Schwierigste. Die haben das in der 1.4.1 besser gemacht, soweit ich das sehe. Also es ist viel, viel besser. Die Wall of Flash zum Beispiel, das sollte keine Katastrophe mehr sein, nicht so wie es bei mir war. Also das Early Game, vor allem die Wall of Flash, aber generell das Early Game sollte besser sein. Mid- und Endgame sollte genauso schwer sein. Also wenn irgendjemand in Zukunft mal diese Challenge ausprobieren will, Early und Mid Game ist ungefähr genauso schwer wie jetzt, bei mir. Aber Mid- und Endgame ist genauso schwer wie bei mir es gewesen ist. Aber Early Game sollte viel, viel, viel einfacher sein. Ich habe es auf 1.3 nicht mal auf normal geschafft, mit nur Summoner. Ja. Und ich dachte mir, dann mache ich es doch auf der 1.4 in Master. Ja, keine Ahnung, wenn man nicht so dumm ist wie ich und einfach nicht nur Summoner wählt, sondern zum Beispiel, du darfst noch Schwerter dazu benutzen oder Jojos oder Bögen, dann ist das auch gar nicht mehr so schlimm. Also zum Beispiel ein Bogen hätte extrem geholfen gegen die Wall of Flash. Ansonsten Challenge, ja keine Ahnung, es war halt ultras grindfest. Ich habe 120 Stunden mit diesem Charakter. Davon stand ich irgendwie bestimmt 20, 30 Stunden AFK. Und davon habe ich irgendwie 15, 20 Stunden nur denselben Boss over und over und over gemacht. Ich habe mal nur Ranger, aber ohne Armor Potions, Food etc. auf Expert. War so horrible, aber hab's geschafft. Ja, Ranger ist noch eine gute Klasse. Mit Ranger und Melee schafft man solche Challenges noch. Mage ist sehr hart. Mage an sich zu spielen ist schon eine Challenge. Mage ist Early sehr bad. Mage ist Endgame sehr stark, vor allem mit dem Prisma. Aber Early ist Mage ass. Also wirklich. Summoner hat sogar geht so Spaß gemacht. Das Problem, was an Summoner halt war, ist für mich, für Spaß her, die Peitsche durfte ich die meiste Zeit nicht benutzen. Also hatte ich eine richtig starke Waffe. Hier, guck mal. Ne? Die hat 424 Damage. Ich hatte eine richtig starke Waffe und ich durfte die meiste Zeit nicht benutzen. Das war so ärgerlich. Also musste ich mich nur auf meine Summons verlassen und die KI von denen ist richtig shit. Die ist ultra bad. Und die Summons waren meistens selber noch shit. Also nicht nur die KI war shit, sondern die Summons selber auch. Also den meisten Spaß hatte ich immer, wenn ich ein neues Summon bekommen habe und das zum ersten Mal ausprobiert habe. Oder wenn ich richtig strong war und dann einfach irgendwo stehen konnte. Eines meiner Lieblingsdinge, die ich gemacht habe als Summoner ist, was ich jedem empfehlen kann, der einmal im Endgame ist, dass er sich ein paar Summoner-Items holt und dann das ausprobiert, was ich jetzt zeige, ist sich irgendwo hinstellen, am besten, wo High-Level-Gegner sind. Zum Beispiel in die Sonnenfinsternis habe ich das mal gemacht. Sich einfach irgendwo hinstellen und einfach stehen. Weil die Summons beschützen dich. Ich kann einfach ins Inventar gehen, ich kann in AFK gehen. Wen interessiert's? Die Summons beschützen mich. Das ist eines der besten Gefühle als Summoner. Hier, ich kann auch das hier hin tun. Ich kann ja verstehen. Interessiert mich noch nicht, dass hier Gegner sind. Auch bei einer Sonnenfinsternis, was das schwerste Event ist, was keine Wellen hat. Also, ich kann ja verstehen. Juckt mich nicht. Das war eines der besten Gefühle als Summoner. Das und halt jedes Mal, wenn ich ein neues Summoner-Item hatte. Ja, finde ich auch, dass ich ultra squishy bin. Also im Master-Modus ist das ja besonders schlimm. Aber Summoner hat mit Abstand am wenigsten Armor. Guck mal, ich habe meinen Top-Tier Moonlord Armor. Und ich habe 54 Armor. Was ist das? Das ist nix. What the fuck? Das ist gar nichts. Ich habe hier sogar noch 4 Armor vom Schal. Also eigentlich habe ich nur 50. 50 Armor habe ich. Das ist gar nichts.
Und dann auch noch Master Mode gespielt. Einfach Brustplatte von Solar Flare Armor. Ja. Genau das ist es. Es ist so bad gewesen die ganze Zeit. Ich wurde von allem one-shotted. Wenn ich nochmal das Spiel spiele, dann weiß ich gar nicht, ob ich Master Mode oder Expert Mode spielen würde. Ich würde gerne Master Mode mal mit den anderen Klassen ausprobieren. Das würde ich auf jeden Fall mal machen. Weil Master Mode ist halt sehr hart, aber mit den anderen Klassen vielleicht sehr viel einfacher als mit Summoner. Aber ich weiß halt nicht, ob einfach Master zu viel Grind ist. Weil wenn ich für jeden Boss 20, 30 Versuche brauche, auch mit einer guten Klasse, dann macht das ja keinen Spaß. Dann lieber Expert Mode. Ich glaube, wenn ich das nächste Mal das Spiel durchspiele, dann sogar als Melee. Ich hätte voll Bock auf Jojos und Schwerter. Spiele ich Journey Mode, ist so langweilig. Ich dachte, Journey Mode würde ich mögen. Darüber habe ich heute, glaube ich, auch schon geredet. Ich dachte, Journey Mode würde ich mögen. Aber nee. Irgendwie hat mich das gelangweilt. Ich hab noch nie langweilig so falsch geschrieben. Ich habe es auch noch nie so falsch gesehen. Ach, das ist nur ein A drin, ne? Lang war eilig. So. Ja, Summoner ist sehr shit in diesem Spiel. Also immer noch. Die haben Summoner so viel gebufft und so, das ist immer noch shit. Ich meine alleine, dass wenn ich zu viele Effekte habe, dass meine Summons verschwinden können, ist so dumm. Ich habe ja heute zweimal den Moonlord besiegt. Beim ersten Mal ist das passiert. Meine Summons waren weg. Das ist so dämlich, dass das überhaupt passieren kann. Dann die KI ist richtig ass. Summoner-Waffen und Rüstung ist richtig schlimm. Die Endgame-Summoner-Waffen sind ganz okay, aber die Rüstung ist richtig bad. Dass man nicht kritten kann, ist dumm. Also, keine Ahnung, ich finde Summoners in dem Spiel einfach sehr schlecht implementiert. Wenn du Throwing Only machst, kriegst du 10er von mir im Master Mode. Throwing Only. Das wollte ich ja mal machen in 1.3, Throwing Only. Darauf hatte ich voll Bock. Aber die haben die Throwing-Klasse ja praktisch entfernt. Es gibt ja auch keine Rüstung mehr, die Throwing boostet. Deswegen, I don't know. Oder war das so, dass Throwing jetzt ranged ist? Wie ist das? Wie war das? Warte. Lass mich jetzt googeln. Terraria Throwing Weapons. Weiß ich gar nicht. Ja, ich weiß, dass die das geändert haben. Ich weiß aber nicht, ob sie die Klasse entfernt haben oder zu Ranger gepackt haben. Throwing Weapons, Weapons, Medium Range Combat. Desktop Version Throwing. The Throwing Class is not present. Also es gibt Throwing nicht mehr als Klasse, sondern die Deal Range Damage. Ach so, stimmt. Das ist sogar arguably, also man kann... Ich habe Fenster offen, das ist mit so dumm. Man kann argumentieren, dass das sogar besser ist. Weil... Wenn du nur Throwing Weapons machst, kannst du halt die ganze Ranged-Rüstung benutzen und Accessoires. Könnte sogar besser sein als vorher. Du hast halt aber keine guten Waffen mehr, ja, das stimmt. Obwohl du hast ja genau die gleichen Waffen wie vorher, oder nicht? Genau die gleichen Wurfwaffen. Die haben ja keine Wurfwaffen entfernt. Es ist nur schwer, dass du dann argumentierst, was sind Wurfwaffen und was nicht. Ja, warte, ich mach mal Main-Monitor anzeigen. Es ist halt schwer zu argumentieren, was sind Wurfwaffen, was nicht, wenn alles Range Damage macht. Ja, was macht denn am meisten Schaden? Bouncy Grenade macht am meisten Schaden mit 65. Das ist natürlich ein bisschen sehr wenig. Throwing Armor waren die besser, als sie jetzt sind. Echt? Das könnte sein. Das weiß ich nicht. Das könnte halt sein. Also was wäre denn eine Waffe, die man legit benutzen würde? Die Bone Javelin? Ja. Oder Bone Throwing Knife. Oder Poison Knife. So, das wären so die Waffen, die man wirklich benutzen würde. Oder die Bienengranaten. Die würde man auch wirklich benutzen, aber die kosten so viel. Die sind so teuer. Die sind so maximal teuer. Also, keine Ahnung. Ich glaube, das ist einfach Cancer. Du kannst, witzigerweise hättest du bessere Rüstung, also würdest weniger sterben als mein Charakter jetzt. Aber halt der Damage das geht gar nicht klar.
Early Game wär das sogar besser als Summoner. Also Early Game ist das wirklich besser als Summoner. No joke, das ist Early Game besser als Summoner. Aber Mid- und Endgame ist das halt terrible. Ja, keine Ahnung, ich glaube, das tue ich mir nicht an. Wenn ich das Spiel das nächste Mal spiele, safe als Melee. Ich weiß noch nicht, ob Master oder Expert. Ich will, glaube ich, Master mal ausprobieren. Aber ich weiß nicht, ob ich daraus ein Projekt mache. Streamen könnte ich, aber ich weiß nicht, ob ich daraus ein Projekt mache. Early Throwing war schon immer krass, das stimmt. Weil die Throwing Weapons machen halt immer so viel Schaden und du kannst halt sehr früh kannst du sehr starke bekommen. Ja, möchte ich über noch was reden? Das Projekt hat ein Jahr gedauert, ne? Ich mache jetzt noch aus den Aufnahmen, die ich habe, 2 Folgen. Die 2 Folgen kommen dann so, dass die letzte Folge genau am Jahrestag kommt von diesem Projekt. Wollte so langsam auch mal die 1.4 Achievements machen. Ich werde das so uploaden, dass in einem Monat kommt die letzte Folge und irgendwann dazwischen die vorletzte. Also das, was ich jetzt sage, kommt dann am 15.06. ist das, glaube ich. Ja, ich bin gespannt auf die Statistiken. Ich werde ja nochmal zusammenzählen, wie oft ich insgesamt gestorben bin. Und wie viel Spielzeit ich insgesamt hatte, steht ja da. 120 Stunden ungefähr. 113 Stunden. Ich habe mich richtig getrollt gefühlt, als die 1.4.1 mehr Achievements geaddet hat. Ich habe mich richtig geprankt gefühlt. Ich mache alle Achievements, ich bin fast fertig und dann enden die noch 15 oder so. Ich habe mich so geprankt gefühlt. Warum? Aber ich habe die alle gemacht. Ich habe zum Glück vor heute alle Angler-Quests gemacht. Das hätte ich nie im Leben heute Bock drauf gehabt. Oder generell bis nächsten Monat. Also alle Angler-Quests machen alle 200, das war... Ich hatte noch eine nicht in der 1.3 und dann hatte ich seitdem keinen Bock mehr. Ja, in der 1.4 hatte ich nur noch 5 oder so, nicht mehr, oder 3. Und dann haben sie gesagt, ja, wir adden nochmal 15. Das ist fein. Wo ist 200 Angler-Quests? Da. 200 Angler-Quests habe ich zum Glück schon am 15. Januar gemacht. Darauf hätte ich jetzt gar keinen Bock mehr. Ja, am allerschwersten ist der neue Boss gewesen, tatsächlich. Der neue Boss als Only Summoner, Master und tagsüber, wo sie einen One-Shottet, das war mit Abstand das Schwerste, was ich gemacht habe hier in diesem Projekt. Auf dem Treppchen, zweit und dritt platziert, ist auf jeden Fall Moonlord und Wall of Flash. Beide waren Katastrophe. Beide waren schrecklich. Beide haben so viele Versuche gebraucht. Von dem Projekt her, muss ich sagen, war das nicht mein Favorite. Ich habe jetzt schon 2 Projekte gemacht, die ungefähr so sind, wie ich gerne Videos machen wollen würde, Videos und Streams. Nämlich Terraria und Dark Souls 3. Nur waren das die beiden Extremer, die ich nicht wollte. Ich möchte genau das Mittelding dazwischen. Bei Terraria habe ich fast alles gestreamt. Durchgehend alles. Außer wenn ich AFK war für ein paar Stunden und halt im Bett gelegen habe oder so, dann habe ich halt nicht gestreamt. Aber sonst habe ich alles gestreamt. Und ich habe mich richtig schlecht gefühlt, wenn ich nicht streamen konnte, aber ich wollte aufnehmen. Dann habe ich nicht aufgenommen extra. Und das war weird. Auf der anderen Seite, Dark Souls 3 habe ich einfach nicht gestreamt, sondern nur aufgenommen. Ich hätte gerne ein Zwischending. Das nächste Projekt, was ich mache, sollte am besten beides werden. Das nächste Projekt, was ich mache, sollte so viel wie möglich gestreamt werden, aber ich sollte mich auch nicht schlecht fühlen, wenn ich das einfach aufnehme, ohne zu streamen. Und am besten nicht ein Jahr gehen. Ein Jahr. Ich habe das seit einem Jahr, Alter, dieses Scheißprojekt. Ah, Katastrophe. Jax, bist du noch da?
Imagine Speedrun 1 Jahr um Terraria durchzuspielen. Nee, bin schon weg. Ah, so. Ja, ich glaube, ich beende hier das Video und das Projekt. Möchtest du vielleicht YouTube Tschüss sagen? Kannst du ja nochmal winken oder so. Habe ich irgendeinen Winken-Emote? Nein, oder? Pisst euch, das ist gut. Das ist eine sehr gute Idee. Ja, keine Ahnung, wenn ich noch irgendwas sagen will im Video, dann sage ich das, wenn ich das schneide. Ich habe auch gar keinen Bock, das zu schneiden. Ich muss irgendwie 30 Stunden oder so Videomaterial schneiden. Fuck. Naja. Scheiße. Okay, dann würde ich sagen, was ist mit dem Stream? Das war's mit dem Projekt. Ich streame die Tage Schach. Und schaut auf Twitch. Wer auf YouTube guckt, ist ein Loser. Das ist okay. wie Nightbot instant dich haten will. Ja. Wie gesagt, das war's mit Projekt. Ich streame die Tage Schach. Ich fange wohl bald das nächste Projekt an. Zu streamen. Und zu spielen. Videotechnisch habe ich die nächsten 5, 6 Videos geplant. Tschüss. Ciao, Leute. Tschüss, Schaxo.